since you have a period of freedom that is coming to you shortly, I think it's important that you understand what the situation is today. So let me see if I can say this as clear, deutlich und klar und as possible. When I refer to the word we, I'm talking to the about the Alliierten, the allies, the Americans, that is me, the British, the French, and sometimes the Russians. There were 28 other allies who were signed up to destroy Germany, a total of 32. But we purposely made a decision to redefine for aller Zeit, for all time, what a German is. We felt that it was necessary to make this decision because otherwise there would be no world peace. Christopher, do you need to come in? Okay. Okay. Um den Frieden und die Freiheit besser verstehen zu können später, braucht man ein Verständnis dafür, was die Alliierten, und zu den Alliierten gehören die Amerikaner, teilweise auch die Russen und viele, viele andere, überhaupt gemacht haben. Und das versucht er rüberzubringen zu uns. Und was Deutsche sind. Ja, und was Deutsche, genau, um besser zu verstehen, was Deutsche sind. Also Bayer. Okay. Okay. So, yes, so this decision, please remember, was to entirely redefine what a German is in the future. Now, we, the Allies, we knew nothing about you as Germans. We didn't know anything about your culture. We didn't know anything about the beauty of your language. We didn't know who your real heroes of history were. In fact, we were ignorant of what it was to be a German. So we could not properly recreate a German. All we could do is to recreate something that was the opposite of a German. And the reason it had to be the opposite of a German is because there was universal belief that what was inside a German was very dark or even evil. Überhaupt wieder verstehen zu können, was Deutsch ausmacht und so weiter. Und die Alliierten sind nicht in der Lage, das zu verstehen, weil sie keinen Zugriff haben. Sie könnten höchstens das Gegenteil von dem erzeugen, mit dem, wie sie sind. Deswegen muss daran gearbeitet werden, das zu tun. Aber es ist schwierig, diese extrem langen Sätze komplett umzusetzen. Ja. Die Deutschen waren ja auch im Blick von den Alliierten. Und die Deutschen, ja. Die Bösen. Also ja, stimmt, das Evil war noch drin, ja. Auf eine gewisse Art und Weise. Genau. Sie konnten vor allen Dingen, was er sagt, ist, die Alliierten wissen überhaupt nicht, was Deutsch ist. Sie können Deutsch überhaupt nicht beurteilen. Sie haben keine Ahnung vom Deutschsein. Und deshalb, sie wollen sich, they don't want that we think German. They only want to show the dark side. Sie wollen nur eine dunkle Seite von uns erkennbar lassen. Also es ist ein ganz, ganz schlechtes und negativ, teils teuflisches wörtlich Bild vermittelt worden von den Deutschen. Und what time? Because actually they were always. Könntest du das einfach mal kurz ihm überlassen? Ja, genau, wir machen. Okay, fine. Now, I want to make this clear
at the beginning. We did this out of ignorance of who you were. Okay? Genau. Sorry. Ja, genau, back and forth, yes. Und er möchte es ganz, ganz klarstellen, dass eine ganz große Ignoranz herrschte. Und da muss jetzt eben dran gearbeitet werden. And remember, our assumption was unanimous that there was something wrong with Germans, that there was something dark about Germans. Und die Grundannahme war eben, dass irgendwas am deutschen Wesen schlecht ist, was Dunkles da ist. So what we recreated you to be was in reality anti-German. Ja, und was ihr immer wieder geschafft habt, dadurch, ihr habt diese negativen Energien in ganz Deutschland reingetragen. Was Ja. Sie sozusagen sich gedacht haben, war sozusagen ein absolutes, Sie rekreieren die Deutschen. Ja, aber und sie haben durch diese schlechten Energien. Nee, die haben ja geglaubt, dass es schlecht ist. Bewusst in das reingebracht. Aber sie Okay, haben sozusagen ja. Okay, very good. So even though we purposely and carefully planned this psychological operation for good, since it was based upon ignorance of who you really were, it was a false recreation. Sie haben zwar gemeint, wo sie diese psychologische Operation geplant haben, dass sie etwas Gutes tun, aber letztendlich war es natürlich durch diese Fehlannahme etwas Falsches. Ja. Yes. So that even today, 75 years later, in Germany, you are still suffering from this recreative image. Und auch nach 75 Jahren darbt oder leidet man noch immer unter dieser unter diesem falschen Bild, was damals war. Okay. The outcome of this is that the greatest sin in Germany today is to like Germans. Und das Ergebnis davon war, dass die größte Sünde heute in Deutschland ist, Deutsche zu mögen. Anything that is echt Deutsch creates suspicion. Alles, was echt deutsch ist, erzeugt Verdachtsmomente. In Germany today, all that is strong is always wrong. Alles, was in Deutschland stark ist, ist immer falsch. So our creation of you is naturally filled with guilt and shame and doubt. So ist alles, was geschaffen wird, immer verknüpft mit Schuld, Scham und Zweifel. And we have built within our creation buttons that we can push at any time to cause you to act in certain ways. Und so sind Knöpfe erzeugt worden, die gedrückt werden können, damit die Deutschen in einer bestimmten vorgegebenen Art und Weise reagieren. We could not possibly think like Germans, so our creation did not think like Germans. So können wir nicht denken wie die Deutschen, weil die Schöpfung nicht wie Deutsche denkt. We had no idea how a German was supposed to act, so we built in you a individual who was always off balance. Weil niemand wusste, wie die Deutschen wirklich handeln, wurde etwas erzeugt, was komplett aus dem Gleichgewicht ist. Ja, was uns immer wieder aus dem Gleichgewicht bringt. Ich habe nichts dran. So we made you into kind of a second-class American.
We made you into sort of a second-class European, but we made sure that you could never be a first-class German. Wir haben euch zu zweitklassigen Amerikanern, zu zweitklassigen Europäern gemacht, aber eben nicht zu erstklassigen Deutschen. For 75 years, you have had no idea of who you really are. Über 75 Jahre habt ihr keine Idee gehabt, wer ihr wirklich seid. So now you're coming into freedom and sovereignty, and if you are not who we made you to be, then who are you really? Und nach 75 Jahren kommt ihr jetzt endlich in die Freiheit und in die Unabhängigkeit, aber ohne zu wissen, wie ihr wirklich seid, funktioniert das nicht. If you are zweite Klasse Amerikanisch, then where is the enthusiasm? Where is the optimism? Where is the patriotism? Wenn ihr jetzt wirklich zweite Klasse Amerikaner wärt, wo ist der ganze Euphorismus und der Patriotismus, und so weiter? In a way, we've made you into empty suits. Wir haben euch in leere Stühle? Anzüge, leere Anzüge gesteckt. This makes you very easy to control, and it makes you into the perfect cash cow. So konntet ihr leicht kontrolliert werden und damit wurdet ihr auch die perfekten Goldesel. Genau, Goldesel. Freedom and sovereignty won't work unless you can be fully German. Die Eigenständigkeit, diese Unabhängigkeit, die Entscheidungsbefugnis kann nicht sein, ohne vollständig deutsch zu sein. And since no one in the world really wants this to succeed, no one really wants you to be free, most are hoping that you will fail. Und weil fast keiner wirklich will, dass ihr das schafft, wollen die meisten, dass ihr scheitert. Many nations of the world benefit greatly from you remaining as slaves. Viele Länder profitieren davon, dass ihr Sklaven seid. Bleibt. Mm-hmm. In only a few months, the perfect storm will be here, a storm that I began talking about 33 years ago. In ein paar Monaten wird dieser perfekte Sturm, über den ich schon vor 33 Jahren gesprochen habe, da sein. This will bring you the opportunity to be free, but it will not force you to make the decision to be free. Das wird euch die Gelegenheit bringen, frei zu sein, aber es zwingt euch auch, frei zu sein, frei zu werden. I'm afraid it has been so long since you knew what it was like to be German that you may not even remember what it was like to be German. Und ihr müsst endlich wieder auch wollen, deutsch zu sein, euch deutsch zu fühlen. It may be that you have become addicted to being slaves and actually have come to enjoy it. Ihr seid dazu verdammt, also ihr meint verdammt zu sein, Sklaven zu sein, aber es gefällt euch. Genau, ja. danke. Okay. Ihr seid davon abhängig,
Sklaven zu sein und deswegen gefällt es euch. We have given you a relatively easy life where if you're satisfied with being mediocre, you can live just fine in Germany. Wir haben euch die Möglichkeit gegeben, über ein Leben, in dem ihr, wenn ihr mitläuft, euch dann auch wohlfühlen könnt. But in order to succeed in sovereignty and taking control of your own future, you're going to have to actually be in love with being German. Darin diese Unabhängigkeit zu erlangen, diese Souveränität zu erlangen, habt ihr dann auch die Möglichkeit, euch gut zu fühlen als Deutsche. For decades and decades, you have been looking for someone to come and help you, someone from outside. Also über Jahrzehnte haben wir immer geschaut, dass wir irgendjemand anderes kommt, der Hero in Anführungszeichen, und macht es für uns. Because you don't know even what it's like to stand up on your own feet as Germans. Weil wir selbst nicht wissen, was es heißt, auf unseren eigenen Füßen als Deutsche zu stehen. You are always afraid of what other people might say about you or what other people might think about you. Ja, wir sind als Nation immer schon ängstlich gewesen, was denkt wohl jemand anderes über uns und was fühlt jemand anderes über uns. Wenn du ihn übersetzt, dann darfst du nicht von den Deutschen als wir sprechen, sondern von den Deutschen als ihr. Ah, okay, Entschuldigung. Okay. I have come to bring you love, I have come to bring you courage, and I have come to bring you the truth. Ich bin gekommen, um euch Liebe zu geben oder zu bringen, Mut zu bringen und was war das letzte? Courage, Love and? The truth, genau, und die Wahrheit. The moment you are able to stand on your own feet and have self-confidence again, I will be gone. Sobald wir dann selbstsicher sind, bin ich dann gegangen. Oder werde ich gehen? Ja. Bin ich fertig. Fine. I can only help you because I have the gifts that I need in order to help you. Ich kann euch nur deswegen helfen, weil ich die Gaben dazu habe. I was born for this very purpose and for no other purpose. Ich wurde geboren eben für diesen Zweck und für keinen anderen Zweck. I have been with you since 1945, but I have also been with you before that period of time. Ich war mit euch seit 1945, aber auch schon vor dieser Zeit. Because your history is not accurate. We rewrote your history entirely. Weil eure Geschichte nicht die richtige und die akkurate ist, sondern wir haben sie neu geschrieben. We took away an entire history of German achievement and a bright history and replaced it with a dark and confusing history. Wir haben euch die Geschichte des wundervollen, blumigen, also bright, also hellen Deutschlands sozusagen genommen und haben es
ausgetauscht mit einer Geschichte, die sehr schwarzmalerisch ist. We made it appear that your history, even centuries ago, was always directly pointing to the 12 years of the Nazi-Zeit. Wir haben eure Geschichte so geschrieben, dass alle die ganzen, 200 Jahre, 100 Jahre davor, alles darauf gedeutet hat, dass die Nazi-Zeit kommt. Also dass sozusagen der Deutsche ist, weil die Nazi-Zeit, er ist zur Nazi-Zeit gegangen sozusagen. Also er ist so wie er ist und deswegen er wird auf die Nazi-Zeit reduziert. Ja. So that every generation of Germans born after 1945 would agree with the Allies that something has always been wrong with being German. So dass alle die Menschen, die nach 1945 geboren worden sind, aufgrund der Geschichte immer gesagt haben, ja, die Alliierten haben wohl recht, dass bei den Deutschen irgendwas nicht stimmt. So in order to help you, I have to have lived in those other periods of time as well, so that I can understand exactly what did happen. Ich habe in den ganzen anderen Perioden der Zeit, also vor 1945, auch gelebt, um euch die Möglichkeit zu geben, euch zu helfen. Also Reinkarnation. Someone has to be able to bring to you the truth of these periods and the truth of who you actually are. Irgendjemand muss euch sozusagen die Zeiten bringen, der Vergangenheit bis ins Jetzt, damit ihr auch wirklich wisst, wer seid ihr. Over 150 extremely good history books have been written by German authors about the period of World War II alone. Es wurden um die 150 Bücher von Deutschen geschrieben während dieser Zeit des Zweiten Weltkrieges. There are many famous authors, such as Jekyll and Mommsen, and many others have won worldwide historical awards from these books. Also die habe ich jetzt nicht, Miracles oder wer auch immer das war. Die haben sogar für die Bücher wirklich, wie sagt man, Awards, also ja, man hat Auszeichnungen dafür gewonnen. Schöne Bücher. Approximately 80% of what is in these books is false or mostly false. Ja, und 80% davon kann man eigentlich in die Tonne treten. It was impossible for any of these German historians and academics to be published unless they agreed with the Allies' story. Ja, und die konnten natürlich, diese ganzen Historiker durften nichts anderes schreiben, als das, was die Alliierten ihnen vorgegeben haben. Deswegen eben die 80%, die falsch waren. And your recreation into another race of people was so top secret that no one has told you about it for all of these years. Und deswegen wurde einfach über die letzten, sagen wir mal, 80 Jahre wurde euch nicht gesagt, was seid ihr wirklich als Deutsche. Also das deutsche Gut sozusagen wurde euch nicht mehr rübergebracht. So that is why I have to be with you now and stay with you until you can find your own strength, your own balance. Und deswegen bin ich jetzt hier, um euch einfach zu unterstützen, damit ihr eure eigene Balance findet als Deutsche und natürlich eure Stärke als Deutsche. Hat er nicht gesagt.
What I have been saying to you and to your leaders since July of 1988 hasn't changed one word. Alles das, was ich euren Regierungsbeamten und Leitern, Führern gesagt habe seit 1988, hat sich 0,0 geändert. The only thing that is new is now we are only a few months away from the perfect storm and the opportunity for you to be free. Das Einzige, was halt jetzt anders ist, dass wir nicht paar Monate sozusagen kurz davor sind, eben diesem Sturm, der jetzt sozusagen alles verändert, um uns sozusagen selbst zu erkennen. So I have to be the one who's here to tell you that you are absolutely free of guilt and of shame. Und ich bin jetzt hier, um einfach euch zu zeigen und zu sagen, dass ihr frei von Schuld und Schande seid und Sühne. I am telling you that you are completely and totally innocent, just as fresh snow. Ich bin hier, um euch zu sagen, dass ihr absolut unschuldig seid. So einfach sozusagen als frisch, wie so ein kleines Baby, das sozusagen neu sich gebärt. I have asked Germans in over 40 cities on this trip a question. Can you give me one single reason why you should not be proud to be German? Ich habe in den letzten 40 Städten, die ich bereist habe, Orten, habe ich immer wieder die gleiche Frage gestellt. Gibt es warum du nicht stolz sein mögest, dass du ein Deutscher bist? Die Frage, genau. Und, ja. Was ist der Grund, warum du nicht stolz sein sollst? Mm-hmm. I haven't got one single answer yet. In 52 meetings, not a single reason. Und ich habe in diesen 52, also 40 oder 52, 40 Städten, 52 Meetings, also Treffen, noch kein einziges Mal auch eine Antwort dafür bekommen. So, can I answer? Okay. So, I'm proud to be German because we had Goethe and Schiller and we had Rilke and all those great, beautiful people who knew what the real, the soul of human nature is. We had Alexander Humboldt, who was going around and discovered the nature. We had Kant, Immanuel Kant, who was a brilliant philosopher, and so on. Many Germans will know of the names that this lady just mentioned, but I am telling you that there are thousands and thousands of Germans who were near equal to these people. 100%ig, was die Frau jetzt gesagt hat, die Namen, dass die sehr viele Menschen kennen, aber es gab ganz, ganz viele Tausende, die ebenso gleich auf der gleichen Ebene waren wie diese Menschen. Gibt es immer noch? Natürlich, klar. There is no accident that the top 10 composers of music, of beautiful music in the entire world, were all German speaking and German thinking. Es war kein Zufall, dass die großartigsten Komponisten deutscher Herkunft waren und Deutsch gesprochen haben, wie Beethoven, Mozart etc. pp. Bach, Mendelssohn. Yeah. The history that we erased was extremely unfair and unjust for us to do this.
Die Geschichte, die wir hervorgebracht haben für die Deutschen, war absolut ungerechtfertigt und auch eigentlich ungerecht. We were basically a cultureless people who had conquered a people of great culture. Wir Amerikaner waren eigentlich ein Volk ohne Kultur. 1700 irgendwas. Und deswegen sind wir natürlich, wir sind zu einer Kultur, zu einem Volk gekommen, was Kultur hat. Und das ist natürlich schwierig, damit umzugehen. So other than controlling you, we had no idea what to do with you. Und anders als euch zu kontrollieren, wussten wir nicht, was soll man da machen. So now you alone, as Germans, have to rebuild a nation, a sovereign nation. So müsst ihr jetzt als Deutsche alleine wirklich einen souveränen Staat erbauen. And you must do it alone because you have to grow strong again, and you have to learn once again who you really are. Und ihr müsst es jetzt auch alleine machen, damit ihr auch wieder wirklich lernt, wer seid ihr wirklich. Und ihr müsst es wirklich alleine schaffen. You will regain your self-confidence in doing this, and you will learn how to bond together as Germans in unity. Ihr werdet wieder eure Selbstsicherheit gewinnen und ihr werdet zusammenschließen, euch als Volk wieder zusammenschließen. Dadurch. But it may be that you are happy to remain as slaves. It may be that you are happy to leave everything alone as it is. Es kann natürlich sein, dass ihr das auch gerne habt, dass ihr Sklaven seid und so wie es jetzt ist, dass ihr das einfach so weiterhin haben möchtet. Ich sage nichts darauf. Do you know what it's going to be like when you have to provide your own security for your own homes, for your own families, for your own children? Wisst ihr überhaupt, was es heißt, eure eigene Sicherheit für eure Familie, für euer Haus, für euren Surrounding, also für euer Umfeld, Dankeschön, wirklich selbst zu generieren? Do you know what's going to happen the first time you start saying no to most people and have to mean no? Wisst ihr, was es heißt, Nein zu sagen? Und aber es auch zu meinen, wirklich? And when you have to actually choose who your own friends are and who your own enemies are. Um dann selbst auch zu entscheiden, wer ist dein Freund, wer ist dein Feind. And with limited money, limited productivity, and limited land, you have to satisfy many, many needs. Und mit einer geringeren Produktivität, einem kleineren Land, muss man natürlich sehr, sehr viele Nöte und Nutzen für die anderen generieren. Every time you make a decision to benefit someone, you will be harming someone else. Immer wenn man Entscheidungen trifft, dem einen was Gutes zu geben, wirst du dem anderen natürlich auch was nehmen. And this is what it means to be sovereign as an individual and sovereign as a nation. Und das heißt, als Individuum souverän selbst zu sein, aber auch als Nation selbst souverän zu sein. Now here's the problem. We have educated you from birth. We have trained you and encouraged you so that you cannot do this. Wir haben euch unterrichtet, dass ihr das eigentlich nicht könnt,
wirklich selbst souverän zu sein. Ja, also kurz vor, oder? Yes. We have done this because we don't ever want you to cause problems again for anyone. Wir haben das deswegen gemacht, weil wir wollten, dass ihr als Nation niemandem mehr irgendwelche Probleme macht. But inadvertently, we have made you weak and unable to lead yourself. Aber leider Gottes haben wir euch dadurch schwach gemacht und euch nicht die Unterstützung gegeben, euch selbst zu führen. So once you know the truth about why you feel badly about being German, once you know the truth about freedom coming to you, now becomes the difficult part. So jetzt, wo du einfach die Wahrheit kennst und weißt, dass jetzt wirklich was verändert sich und du die Freiheit gewinnst, jetzt kommt eben der schwierige Part oder schwierige Zeit. And I will stay with you until we get through this period together. Und ich werde sozusagen an eurer Seite während dieser Zeit euch zu Rat und Tat zur Verfügung stehen. You're going to have to learn how to find an all-new group of leaders, both locally and nationally. Ihr müsst jetzt wirklich euch neue, in Anführungszeichen, Führer und Leiter sowohl auf der kommunalen Ebene als auch auf der Regierungsebene finden. Your current political parties cannot provide these leaders for you. They don't function. Euer Parteiensystem, der leider Gottes tun die nicht solche Führer zur Verfügung, können auch nicht solche Führer zur Verfügung stellen. The most important thing that you must do in rebuilding your country and in finding these new leaders is to learn how to love yourself as Germans and to love other Germans as themselves. Um die richtigen Führer zu finden, müsst ihr euch zuerst mal selbst lieben, um dann auch andere Deutsche zu lieben, in ihrem Deutschsein. And if you can do this one simple task, I can guarantee you that you will win your freedom. Und wenn ihr diese einfache, in Anführungszeichen doch schwierige, aber kleine Herausforderung, Aufgabe meistert, das sich selbst lieben und das Lieben des anderen, dann werdet ihr 100%ig siegen. Des Deutschseins, ja, ja. It's hard for a German, no matter how good of an Übersetzer they are, to repeat my words because I'm talking about love and Germans don't know how to talk about love. Also es ist für euren Übersetzer oder Übersetzerin ist es ganz schwer, natürlich meine Worte zu übersetzen, weil der Deutsche per se nicht über Liebe wirklich reden kann. Kann er schon. Germans immediately get embarrassed when they start thinking they're any good at all. Deutsche werden schon sehr schnell ashamed, wie sagt man, ich bin schamvoll, schämen sich, schämen sich, wenn sie irgendwie sagen, dass sie in irgendwas gut sind. So I give you permission to slowly come into this because you will need that love to succeed. Und ich unterstütze euch damit, dass ihr das da auch langsam dorthin geführt werdet, eben die Liebe zu euch selbst als Nation zu erkennen und unterstütze euch darin.
You're going to have to learn how to be German again, almost from the beginning. Ihr müsst eigentlich schon wieder, also wir haben das wohl richtig, ihr habt es sehr, sehr wirklich verlernt. Ihr müsst wirklich von vornherein, vom Anfang an wieder beginnen, wirklich, was heißt Deutsch zu sein. And I want you to start by learning how to ask German questions and to demand good answers. Und ich möchte beginnen damit, dass ihr deutsche Fragen stellt und gute deutsche Antworten darauf verlangt. Danke schon. Danke, verlangen. This is natural to Germans throughout century after century to ask these questions. Es ist natürlich, diese Fragen seit Generationen zu erfragen. Was steckt dahinter? Wie es eigentlich gewesen ist? Was ist wirklich wahr? Every German through history has asked these questions naturally. Die deutschen Fragen habt ihr jetzt gehört. Und das sind Fragen, die wurden schon immer über Jahrzehnte, seit der Geschichte der Deutschen sozusagen gefragt. And Germans throughout history will always go deep and even deeper until they find the answer that resonates to them. Und die Deutschen sind, um die Antwort herauszupicken, ja, sind sie immer tiefer, ganz rein, bis sie sozusagen in die Resonanz, in ihre eigene Seele gekommen sind, um die Frage eine Antwort zu geben. This is just the opposite of the German the Allies created today. Und das ist jetzt gerade leider Gottes genau das Gegenteil, was eben die Alliierten in den letzten paar Jahren aus uns gemacht haben, also aus den Deutschen gemacht haben. You don't ask any questions today, and you don't demand answers from anyone. Ihr fragt überhaupt keine Fragen heutzutage und ihr verlangt auch keine Antworten. So you have no control whatsoever over your future or over your lives. Und deswegen habt ihr keine Kontrolle über euer Leben und eure Zukunft. And you have leaders who encourage you to remain timid and weak. Und ihr habt jetzt Regierende, die euch weiterhin ängstlich und schwach, Dankeschön. But what bothers me is you don't seem to mind being controlled by others. That's what bothers me. Und was mich echt stresst und nervt, ist, dass ihr wirklich nicht da einfach mal rauskommt aus diesem Irrsinn und mal aufsteht und sagt, hey, nein, wir machen das nicht mehr mit. Das habe ich so frei übersetzt. Over 96% of all Germans today are happy to be asleep and pull the covers over their head. Ja, 96% sind leider Gottes wirklich immer noch in ihrem Schlafzustand und stecken die Nase wie ein Storch in den Sand. Die Decke über den Kopf, aber ja. Ist egal, wer was. Yeah. Now the perfect storm will help everyone to have new perspective and to ask new questions. Und dieser perfekte Sturm, der jetzt kommt, der wird perfekte Fragen aufwerfen und perfekte Antworten darauf geben. But without me, you won't have the courage to pull this off. Aber ohne mich werdet ihr nicht den Mut haben, das Ganze sozusagen umzusetzen. Abzuschütteln vielleicht.
Even in the German military today, there is no fighting spirit. Selbst in unserem Militär gibt es überhaupt keinen Kampfgeist. Danke. So you have no real example of what you need to be in order to be free. So habt ihr überhaupt kein wirkliches Beispiel zu sehen, was ihr braucht, um frei zu sein. Außer natürlich wir. You're uncertain as to what the first step should be or what the next steps should be. Ihr seid euch unsicher, was ist der nächste Schritt und was der übernächste Schritt ist. Now you have to still be cautious and ask questions respectfully. Jetzt müsst ihr momentan noch sehr aufmerksam sein und achtsam und die Fragen richtig zu definieren. The regime and the matrix behind the regime are still completely in charge. Euer Regime und die Matrix hinter dem System ist momentan absolut führend. Die leiten momentan, funktioniert und leiten alles momentan. But after the perfect storm, you're going to have to show much more courage. You're going to have to go to the streets and be in unity with hundreds of thousands of Germans you don't even know today. Und nach diesem Sturm, wenn der Sturm angefangen hat, dann müsst ihr mit Tausenden, 10.000, 100.000 Deutschen, die ihr eigentlich nicht kennt, aber ihr müsst vereint sozusagen wirklich für euch kämpfen. Germans have been made to feel as if they're all alone and their ideas are radical ideas. Die Deutschen wurden immer darin hingestellt, dass sie alleine sind und dass sie radikale Ideen hätten. In reality, there are millions of Germans who are craving freedom and something new. Aber in der Realität sind da Tausende von Deutschen, die nach Freiheit wirklich sich streben, sehnen nach Freiheit und wirklich haben möchten. And even in the last week, in the last 7 days, the tone in Germany is starting to change. Und selbst in den letzten 7 Tagen verändert sich der Ton in Deutschland. Der Sprachton. My wife and I are getting hundreds of emails every day, and people are starting to use the right words towards freedom. Meine Frau und ich, wir kriegen jetzt hunderte von E-Mails und jetzt sehen wir, dass die richtigen Worte gewählt werden für die Freiheit. You can actually feel, you can actually sense a change already beginning in all 16 Länder. Du kannst schon fühlen und sehen, dass da eine Veränderung in all den 16 Bundesländern gerade stattfindet. People are starting to find each other in small groups and to embrace each other. Menschen, Deutsche finden sich gerade und in kleinen Gruppen und umarmen sich in kleinen Gruppen, formieren sich gerade. Germans are starting to talk about love for the first time in a very, very long time. Die Deutschen haben jetzt angefangen, über Liebe zu reden. Das ist seit langer, langer Zeit, was sie nicht sozusagen gemacht haben. So when the first winds of the perfect storm come, there will be many, many people who are now finding unity in small groups. So, wenn jetzt der erste Wind kommt für den großen Sturm, dann werden sich ganz viele kleine Gruppen finden, die gemeinsam stark sind.
I would think that even before your September elections, we will see large rallies of normal German people in the streets in many cities. Ich gehe davon aus, dass sogar vor eurer Bundestagswahl am 26. September ganz viele Menschen sich auf den Straßen zusammenfinden und wirklich so eine Art Demonstrationen machen für die Freiheit. Das habe ich jetzt noch interpretiert. Whether the government allows these or not, Germans are going to want to be together in the streets. Und es ist vollkommen schnuppe, ob es die Regierung jetzt erlaubt oder nicht. Die Menschen wollen zusammen sein und möchten auf den Straßen zusammen sein. And these will not be extreme Germans or radical Germans or crazy Germans. These will be normal Germans with families. Und das werden keine radikalen Deutschen oder rechts oder links sein, sondern es werden ganz normale, aus der Mitte, mit Familien, Menschen, einfach normale Mittelstand. And the regime and the matrix have no answer for this because they have no answer for love. Und das Regime, das deutsche Regime und die Matrix, die haben null Antworten darauf, weil sie mit Liebe nicht umgehen können. Das ist sozusagen, das entfesselt sie. And the German police are not going to be hateful or violent towards normal German families seeking freedom. Und die deutsche Polizei wir haben ja hier einen Polizisten, die deutsche Polizei wird auch friedlich gegen den normalen Menschen mit Familie und die werden nicht auf die Menschen einschlagen, sondern die werden ihnen einfach den Raum lassen. In fact, when your groups in the streets are large enough, even the German police will begin to join you. Und wenn dann die Gruppen immer größer werden, dann werden sogar auch mal die deutschen Polizisten endlich nach Jahreszeiten auch mal mitgehen und einfach ihre Waffen fallen lassen und sich anschließen. Genau. The vast majority of German police men and women are conservative and family-loving people. Die große Mehrheit von den Polizisten sind einfach sehr konservativ und lieben die Familien, so wie du. So, I have explained to you what the situation is and what it will be in the near future. And because you are here in this room today or watching this video, also jetzt dadurch, dass wir jetzt hier sind und dass ihr auch hier alle in diesem Raum sind und auch dann dieses Video irgendwann mal vielleicht euch anschaut. and since there are no coincidences at this point in time, that means you have a place in this German future. Und dadurch, dass es einfach, es gibt keine Zufälle und wir sind hier einfach, weil wir hier sein sollen und wir haben wohl auch einen Platz in dieser Veränderung, den wir ausfüllen dürfen. So now I'm going to stop for a moment and see if there are any questions or if there's anything that you need to know at this point in time.